Hallo, hier ist wieder Klaus mit einem Begriff des Tages. Also heute geht es um den Begriff der Disintermediation. Was ist damit gemeint? Mit Disintermediation. Also nicht mit Meditation, sondern mit Mediation. Das ist ein Begriff, der heute eigentlich eine Wirklichkeitskonstruktion auf einen Begriff bringt. Wir erleben ja heute, dass der Journalismus und die traditionellen Medien, dass die bedroht sind durch das Internet, durch die sozialen Medien, durch die neuen Suchmaschinen, und darauf zielt dieser Begriff ab, der Disintermediation. Also dis ist eine Vorsilbe, die haben wir da drin, die verneint etwas, zum Beispiel in Disharmonie oder in Diskontinuität. Also das Gegenteil, das verneint den Inhalt. Und in Disintermediation verneint das Dis, also Intermediation. Inter ist eine weitere Vorsilbe, die sagt also zwischen. Also zum Beispiel Internet, also ist ein Netz zwischen verschiedenen Akteuren, wobei die Akteure dann wiederum auch Netze sein können. Also, und Intermediation ist also, Mediation ist eine Vermittlung, könnte man sagen. Und die vermitteln also zwischen mehreren Subjekten, zwischen mehreren Akteuren. Also eine Vermittlung zwischen verschiedenen Akteuren, und das ist jetzt bedroht, das sagt das Dis aus. Die verneinen also diese Mediation. Also Dismediation zielt also darauf auf, dass die Mediation heute nicht mehr so stattfindet wie früher, dass sie bedroht ist, dass sie verneint wird. Und das zieht auf den Journalismus und auf die alten Gatekeeper, auf die alte Polizei der Information, könnte man sagen, weil natürlich die alten Gatekeeper, die haben natürlich auch die Informationen ausgewählt und haben bestimmt und entschieden, wer was zu sehen bekommt, was zu hören bekommt, welche Bilder gezeigt wird. Die sind halt, also man sagt heute, verantwortungsvoll damit umgegangen und haben natürlich auch ihre Bevölkerung entsprechend, ja, in dem Sinne manipuliert oder in dem Sinne auch beeinflusst, in eine bestimmte Richtung gedrängt. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Hilfe, wo ist der Faden? Ja. Okay, ich mache mal Schluss hier. Ich hoffe, ich konnte das sein. Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation mit einem Begriff des Tages, mit meinem Begriff des Tages. Heute soll es um den Begriff der Disintermediation gehen. Was bedeutet Disintermediation? Dis ist sozusagen eine Vorsilbe, die steht für die Verneinung. Was verneint ist? Die Intermediation. Also inter heißt zwischen und Mediation heißt Vermittlung. Also die Vermittlung zwischen Akteuren.
Und das wird verneint. Also die Verneinung Disintermediation bedeutet also, dass die Mediation, die Vermittlung zwischen Akteuren nicht mehr so stattfindet. Das sagt der Begriff aus, von der Sprachlogik her. Ja, was ist jetzt damit gemeint? Wenn sich zum Beispiel, wer betreibt heute die Mediation? Die Journalisten, die Verlage, die Sendeanstalt des Fernsehens, die vermitteln zwischen verschiedenen Akteuren in einer pluralistischen Gesellschaft. Und das ist jetzt gestört, sagt der Begriff, und zwar durch die sozialen Medien. Ein anderer Begriff, der jetzt mit der Disintermediation zusammenhängt, ist der Begriff der Hyperintermediation. Damit sind die neuen Gatekeeper gemeint, die einem so gar nicht ins Bewusstsein fallen. Also die Nachrichten, die wir so zu hören bekommen, die werden ja durch Suchmaschinen und Bots gesammelt und analysiert. Und da sind dann die großen Netzwerke, die großen Spieler der Suchmaschinen, die quasi diese Bots betreiben und dann auf diese Weise auch die Informationen filtern und damit auch interpretieren und damit auch die Realität in einer bestimmten Art und Weise konstruieren. Das sind also die neuen Gatekeeper. Man denkt dann einerseits, ja, Internet, tolle Freiheit und so, aber dass natürlich die Informationen dort auch gefiltert werden, weltweit, nach vielleicht mehr nach anderen Kriterien, nicht nach Informationsschwerpunkten, sondern vielleicht so mehr nach emotionalen Schwerpunkten. Also die wissen, was die Leute aufregt und dann suchen die danach. Und dadurch, dass sie dann diese Fakten präsentieren, lenken die auch die Masse. Ähnlich wie die alten Gatekeeper. Also wir haben alte und neue Gatekeeper, sozusagen die den Zugang zu den Informationen bewachen, verstellen, deuten, interpretieren. Das machen das also heute mehr so die Suchmaschinen, und wer so dahinter steckt, nach welchen Kriterien, nach welche Algorithmen und was da in den Algorithmen drinstehen, das weiß man ja gar nicht. Also Facebook sammelt auch Nachrichten und präsentiert die, aber die haben jetzt eine andere Richtung als jetzt einmal die Tagesthemen oder die öffentlich-rechtlichen hier bei uns. Aber man weiß nicht genau, wer dahinter steckt und warum die das machen und was die genau machen. Und wie die Algorithmen, was da drin steckt, wie die funktionieren. Das weiß man nicht so genau. Das ist also eine Variable, eine Unbekannte. Also wir haben es mit unbekannten Gatekeepern und mit bekannten Gatekeepern zu tun. Und bei Medieneinfluss denkt man jetzt immer groß an die großen Konzerne und so, aber der macht es natürlich mit Schwinden, und jetzt kommen die neuen Gatekeeper und da weiß man gar nicht genau, wer steckt jetzt dahinter und was wollen die genau. Ja, so viel mal zu dem Begriff der Hyperintermediation.
Das ist also damit gemeint, dass jetzt diese neuen Gatekeeper kommen mit den Suchmaschinen und dass die auch die Informationen filtern und dann auch interpretieren, deuten, bestimmte Informationen verstärken und andere weniger verstärken oder ignorieren auch. Ja, das ist ein Begriff, der von Mosorow eingeführt worden ist, Eugen Mosorow. Und die Disintermediation kommt auch von einem Wissenschaftler, den Namen habe ich jetzt im Moment nicht präsent. Okay Leute, das war's von mir und zu dem Begriff der Disintermediation und der Hyperintermediation. Okay und tschüss.